Am helllichten Tag betritt ein 13-Jähriger ein Tunnel. Er kommt nie wieder heraus. Was der Täter mit seinem Körper anstellte, ließ selbst erfahrene Rechtsmediziner erstarren. Dass es sich dem menschlichen Verstand völlig entzieht. Wir schreiben den 26. März 1998. Ein kühler Donnerstagnachmittag im Frankfurter Stadtteil Höchst. Die Straßen sind belebt, Menschen hasten von der Arbeit nach Hause, Schüler sind auf dem Rückweg. Nichts deutet darauf hin, dass sich in diesem Moment, verborgen in der feuchten Dunkelheit einer städtischen Unterführung, ein beispielloser Albtraum abspielt. Um 15:45 Uhr machen Kinder in genau dieser Unterführung eine Entdeckung, die das Land für Jahrzehnte in Schockstarre versetzen wird. Sie finden den leblosen Körper eines 13-jährigen Jungen. Was der Täter mit ihm gemacht hat, sprengt jede Vorstellungskraft. Es ist ein Verletzungsbild, wie es, so protokollieren es später die Rechtsmediziner, weltweit kaum ein zweites Mal bekannt geworden ist. Der Mörder entkam unerkannt, wie ein Geist, und ließ die Polizei mit einer Frage zurück, die bis heute, über 25 Jahre später, unbeantwortet ist. Warum? Willkommen bei Wahre Kriminalfälle Dokumentation, deinem Kanal für True Crime Deutschland. Wir tauchen heute ab in eines der dunkelsten Kapitel der deutschen Kriminalgeschichte. Den ungelösten Mord an Tristan Brübach. Ein Cold Case, der ganz Deutschland in Atem hielt. Bevor wir in die Akten dieses mysteriösen Falles schauen, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, um keine unserer detaillierten Kriminalfallanalysen mehr zu verpassen. Wer war das Opfer? Tristan Brübach war 13 Jahre alt. Ein Junge, der es im Leben nicht immer leicht hatte. Seine Mutter verstarb früh, er lebte allein mit seinem Vater in Frankfurt Höchst. Tristan galt als eigenbrötlerisch, manchmal etwas zurückgezogen, aber harmlos. Ein Kind, das noch sein ganzes Leben vor sich hatte. Der 26. März 1998 beginnt wie ein gewöhnlicher Schultag. Tristan besucht die Meisterschule, eine nahegelegene Hauptschule. Doch an diesem Tag fühlt er sich nicht gut. Er klagt über Rückenschmerzen und wird gegen 13:30 Uhr vorzeitig aus dem Unterricht entlassen. Anstatt direkt nach Hause zu gehen, streift er durch Höchst. Zeugen sehen ihn später auf einer Bank am Höchster Bahnhof sitzen. Er wirkt nachdenklich. Vielleicht wartet er auf jemanden. Oder er schlägt einfach nur die Zeit tot. Gegen 15:20 Uhr macht sich Tristan auf den Weg nach Hause. Er wählt eine Abkürzung, die bei den Schülern der Gegend sehr beliebt ist. Den sogenannten Liederbach-Tunnel. Dieser Tunnel, erbaut im Jahr 1937, führt den kleinen Liederbach unter den Bahngleisen hindurch. Er ist lang, duster, teils knöcheltief mit Wasser gefüllt und von außen kaum einsehbar. Ein betonierter Steg verläuft direkt neben dem Wasser. Es ist ein unheimlicher Ort. Ein Ort, an dem man sich beeilt, schnell wieder ins Tageslicht zu kommen. Als Tristan den Tunnel betritt, ahnt er nicht, dass ihm genau hier sein Mörder auflauern wird. Was in den nächsten 15 bis 20 Minuten im Dunkel des Tunnels passiert, lässt den Ermittlern bis heute das Blut in den Adern gefrieren. Das Spiegel TV-Magazin, das Einblick in die ehemals geheimen Ermittlungsakten hatte, zeichnet ein Bild des absoluten Grauens. Der Täter überrascht Tristan auf dem schmalen Betonsteg. Es kommt zu einem kurzen Kampf. Das Gesicht des Jungen ist von massiven Hämatomen gezeichnet. Der Täter würgt Tristan bis zur Bewusstlosigkeit und fügt ihm dann mit einem Messer
einen tiefen Schnitt in den Hals zu. Tristan verblutet fast augenblicklich. Doch der Tod des Jungen ist nicht das Ende der Tat. Es ist erst der Anfang. Der Täter zieht den Leichnam tiefer in den Tunnel auf einen Betonsockel direkt über dem fließenden Wasser des Liederbachs. Er lässt das Blut des Jungen systematisch ausbluten. Und dann geschieht das Unfassbare. Noch in der Mordnacht ab 22:50 Uhr protokolliert das Frankfurter Zentrum für Rechtsmedizin in einer über 6-stündigen Obduktion die Details. Unter der Sektionsnummer 282/98 wird festgehalten: Der Mörder hat dem Jungen mit geradezu chirurgischer Präzision 20 mal 11 cm große Gewebe- und Muskelstücke vom rechten Bein und dem Gesäß herausgeschnitten. Anschließend entnimmt er dem Opfer auch noch die Hoden. Die Ermittler stehen vor einem Rätsel. Die Schnitte sind so exakt geführt, dass die Polizei schnell davon ausgeht, dass der Täter über anatomische Kenntnisse verfügen muss. Ist er ein Metzger, ein Jäger, ein Mediziner? Das abgetrennte Fleisch und die Hoden nimmt der Mörder mit. Sie werden nie gefunden. Eine Sonderkommission, die AG Tristan, wird gegründet. Ein Team aus Dutzenden Ermittlern arbeitet rund um die Uhr. Sie durchkämmen das Gebiet, befragen hunderte Zeugen. Die Akten wachsen auf einen Berg von über 23.000 Spuren und Hinweisen an. Eine absolute Marathonaufgabe. Der erste Durchbruch lässt Wochen auf sich warten. In einem Waldgebiet bei Niedernhausen, gut 35 Kilometer vom Tatort entfernt, wird Tristans fehlender Rucksack gefunden. Doch statt Antworten bringt der Fund nur neue Fragen. Im Rucksack befindet sich eine tschechische Landkarte. Gehört sie dem Täter? Stammt er aus Osteuropa? Oder ist es eine falsche Fährte, bewusst gelegt, um die Polizei zu verwirren? Die wichtigste Spur jedoch ist unsichtbar. Die Kriminaltechniker finden im Rucksack auf einem von Tristans Schulheften einen blutigen Fingerabdruck. Ein weiterer Teilabdruck wird an der Leiche selbst gesichert. Das Blut stammt von Tristan, doch der Abdruck gehört dem Täter. Es ist ein Beweisstück, das theoretisch jederzeit zur Überführung ausreichen würde. Wenn man denn die passende Person dazu hätte. Durch Zeugenaussagen entsteht in den Wochen nach der Tat das wohl bekannteste Phantombild der deutschen Kriminalgeschichte, der sogenannte Zopfmann. Mehrere Jugendliche hatten in der Nähe des Tunnels einen ungepflegten Mann gesehen. Er trug die Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden und hatte eine auffällige Narbe an der Oberlippe, ähnlich einer Hasenscharte. Monatelang fahndet die Polizei nach dem Zopfmann. Doch trotz tausender Hinweise bleibt er ein Phantom. Niemand scheint ihn zu kennen. Hat es ihn überhaupt gegeben? Oder haben die traumatisierten Kindergesichter in der Nähe des Tunnels etwas fehlinterpretiert? Jahre vergehen. Der Tunnel in Höchst wird geschlossen und zugemauert. Der pensionierte Leiter der Mordkommission, Rudolf Thomas, und sein Team prüfen die Akten immer und immer wieder. Neue DNA-Analysetechniken werden angewandt. Ohne Erfolg. Tristan Brübach wird zu einem der prominentesten Cold Cases Deutschlands. Bis zum Jahr 2014. In Schwalbach am Taunus, gar nicht weit von Frankfurt entfernt, stirbt ein unauffälliger Familienvater namens Manfred Seel. Als seine Tochter nach seinem Tod eine gepachtete Garage ausräumt, macht sie eine grausige Entdeckung. In Plastikfässern findet sie die zerstückelten Überreste einer Frau. Die Polizei ermittelt und deckt auf, dass der scheinbar biedere Manfred Seel in Wahrheit ein bestialischer Serienmörder war. Er hatte über Jahrzehnte hinweg Frauen brutal ermordet und verstümmelt.
Plötzlich steht die AG Tristan unter Strom. Manfred Seel lebte nicht weit vom Tatort entfernt. Er hatte Zugang zu Messern, er verstümmelte seine Opfer, er bewahrte Leichenteile auf. Passt er in das Täterprofil? Die Ermittler vergleichen den blutigen Fingerabdruck aus Tristans Rucksack mit dem von Manfred Seel. Ganz Deutschland hält den Atem an. Steht der Fall kurz vor der Lösung? Die Antwort aus dem Labor ist ein Schlag ins Gesicht. Die Fingerabdrücke stimmen nicht überein. Es gibt keinen stichhaltigen forensischen Beweis, der Manfred Seel mit dem Tod von Tristan Brübach in Verbindung bringt. Bis heute, Jahrzehnte nach dem Mord, entzieht sich der Täter der Gerechtigkeit. Er lebt vielleicht noch unter uns, geht einkaufen, sitzt in der Bahn, schaut Nachrichten. Und er weiß, dass sein blutiger Fingerabdruck in den Akten der Frankfurter Kripo auf ihn wartet. Der Fall Tristan Brübach zeigt uns die absoluten Abgründe der menschlichen Seele. Ein Kind, das am helllichten Tag auf dem Weg nach Hause das Opfer eines unvorstellbaren Verbrechens wurde. Was treibt einen Menschen zu einer solchen Tat? Hat der Mörder sein Motiv jemals jemandem anvertraut? Oder nahm er sein grauenvolles Geheimnis vielleicht bereits mit ins eigene Grab? Was denkt ihr über diesen Fall? Glaubt ihr an die Theorie des Zopfmannes? Oder vermutet ihr einen völlig anderen Tätertypus, den die Polizei bisher übersehen hat? Schreibt eure Theorien und Gedanken unten in die Kommentare. Wir diskutieren dort gemeinsam weiter. Wenn euch diese detaillierte Kriminalfallanalyse gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Abonniert wahre Kriminalfälle. Dokumentation und aktiviert die Glocke, damit wir zusammen weitere ungelöste Mysterien und Cold Cases in Deutschland beleuchten können. Bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf.